Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge meines neuen Formats Kikis Kitchen Hacks. Heute zeige ich euch 8 Lebensmittel, die ihr eventuell sogar falsch lagert und wie ihr sie richtig lagert. Kommen wir zu Lebensmittel Nummer 1. Das habt ihr wahrscheinlich alle zu Hause. Es handelt sich um Brot. Ich habe letztens bei einer Freundin gesehen, die hat ihr Brot im Kühlschrank aufbewahrt. Und ich habe gedacht, nein, 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 das geht nicht. Brot im Kühlschrank, ihr müsst euch vorstellen, es sind Stärkemoleküle enthalten und die geben Wasser ab. Das hört sich jetzt so wahnsinnig wissenschaftlich an, aber im Endeffekt ist für euch nur wichtig, das Brot wird richtig schnell alt und das ist mega schade. Und ihr macht es am besten so, dass ihr euer Brot umfüllt von dieser Plastikverpackung in ganz normale Brottüten, die ihr auch vom Bäcker kennt. Die Brottüten sind optimal, denn die entziehen zwar ein bisschen Feuchtigkeit, geben aber auch ein bisschen Luft ab. Die Luft kann zirkulieren und optimal. Und so bewahrt ihr sie dann auf Zimmertemperatur auf. Perfekte Temperatur ist übrigens 18 bis 22 Grad. Tipp Nummer 2. Gewürze. Gewürze lagert ihr natürlich, das wisst ihr alle, schön luftdicht. Ich habe dafür Vorratsdosen und ganz wichtig, trocken und kühl lagern. Und ihr dürft nicht den Fehler machen und das Ganze rüber verlagern unterm Herd. So wollte ich das nämlich erstmal, habe mich dann umentschieden, denn die Hitze vom Herd macht eure Gewürze schlimmstenfalls kaputt. Punkt Nummer 3, wer kennt's nicht? Ich kannte das vor allem von früher, als ich noch ein bisschen jünger war. Ich habe immer Petersilie da gehabt, weil ich Petersilie eigentlich zu allem Möglichen mag. Aber es wurde mega schnell schlecht im Kühlschrank. Ich gebe euch jetzt den ultimativen Tipp. Lagert es genauso wie frische Blumen einfach in Wasser hochkant. Also ihr steckt sie einfach rein, lasst sie dann auf Zimmertemperatur und so halten sie viel länger. Das könnt ihr auch mit Dill machen, mit Schnittlauch, mit allem Möglichen. Bei Salatblättern mache ich es immer anders. Da verlangsame ich den Faulprozess, sag ich mal, weil die auch nicht so lange halten. Ich wasche sie ganz gut, trockne sie sehr gut ab und wickle sie dann ganz locker um ein sauberes Küchentuch und gebe sie dann in den Kühlschrank und zwar ins untere Fach. Tipp Nummer 4, wir machen jetzt Tomaten- und Paprikamark ein bisschen länger haltbar, weil es auch sehr gerne und sehr schnell schimmelt. Ich kenne das zu gut. Und zwar nehme ich mir immer Paprikamark in so großen Gläsern. Und da ist es wichtig, dass ihr jetzt einen Teigschaber nehmt und das Ganze säubert und so weit wie möglich nach unten drückt. Das mache ich jetzt als allererstes. Und dann versiegelt ihr die Oberfläche mit Öl und zack, habt ihr wieder ein paar Wochen mehr Haltbarkeit. Auf geht's zu Tipp Nummer 5. Also Käse haben wir immer im Kühlschrank, immer. Wir sind richtige Käsefreaks und deshalb zeige ich euch mal, wie ich es früher aufbewahrt habe und wie ihr das niemals aufbewahren dürft. Jetzt habe ich hier zum Beispiel ganz normalen Scheibenkäse, gebe das hier in meine Frischhaltefolie und jetzt passiert Folgendes, der Käse kann nicht atmen, der fängt an zu schwitzen und zack ist er weniger haltbar und ihr müsst ihn sofort wegschmeißen. Daher, mein Tipp, nehmt Wachspapier, so kennt man das ja auch von Käsetheken, Wachspapier, locker einfach drumherum wickeln und dann, damit es keine Gerüche annimmt und trotzdem noch mal ein bisschen geschützt ist, in eine Frischhaltedose rein und zack ist euer Käse länger haltbar. Wachspapier ist jetzt kein Backpapier. Wachspapier ist kein Backpapier, genau. Ich dachte das Gleiche. Nein. Ganz anders wird jetzt Feta-Käse zum Beispiel gelagert oder Schafskäse oder Hirtenkäse, was auch immer. Das lagert ihr nicht so wie den Gouda-Käse, den ich jetzt hier gerade haltbarer gemacht habe. Ihr macht dafür eine Salzlake, die kommen ja auch in Salzlaken. Und dafür nehmt ihr einfach zum Beispiel 1 Liter Wasser und 150 Gramm Salz. Das ist eine 15-prozentige Salzlake. Das kocht ihr einmal auf und lasst es vollständig abkühlen. Und ich gebe das hier auch wieder in eine Frischhaltedose und breche das jetzt hier in grobe Stücke, gebe das rein und dann kommt das in den Kühlschrank und hält so auch wieder viel länger.
Kommen wir zu Tipp Nummer 6. Und jetzt schreibt mir mal alle in die Kommentare, wie lagert ihr Zitronen? Jetzt, ich warte. Habt ihr? Okay, gut. Ich lagere sie immer im Kühlschrank, was sehr falsch ist. Ich mache es jetzt seit ein paar Monaten anders. Ich musste das alles auch selbst erst lernen. Das bekommt man ja nach und nach so mit. Und ich lagere sie jetzt nur noch auf Zimmertemperatur, denn so haben Zitrusfrüchte am liebsten. Daher einfach schön in einen Korb. Und ich muss auch sagen, die sehen ja auch schön aus. Was hast du denn, Hamza? Schön gelb, schön dekorativ. Schön frisch. Schön frisch. Hier noch ein paar Orangen dazu. Perfekt. So. Tipp Nummer 7. Es geht um 2 Best Friends, Tomaten und Gurken. Aber Das sind die Best Friends beim Döner. ja, beim Döner, beim Salat. Aber ich muss euch ehrlich sagen, die beiden vertragen sich gar nicht so gut, wie wir mal dachten. Die haben so ein bisschen Beef miteinander. Denn ihr dürft Tomaten und Gurken nicht zusammenlagern. Das habt ihr auch bestimmt schon gehört. Das geht ja Gott sei Dank total rum, denn Tomaten stoßen das Gas Ethylen aus, während sie nachreifen, und das ist nicht förderlich für die Gurken. Daher tue ich die mal ganz weit weg und zeige euch jetzt, wie ich Tomaten lager. Nicht im Kühlschrank. Die Tomaten haben es bei ca. 15 Grad am liebsten und nicht übereinander gestapelt, sondern nebeneinander, dass sie auch viel Platz haben. So, fertig. Wir kommen zum allerletzten Tipp zu Kartoffeln. Ihr habt doch bestimmt alle Kartoffeln zu Hause. Und falls ihr bis hierhin irgendeinen Tipp noch nicht kanntet, dann schreibt es mir doch jetzt in die Kommentare. Und bei Kartoffeln ist es so, die dürft ihr nicht in den Kühlschrank tun, das ist ganz klar. Die dürfen aber auch nicht zu warm gelagert werden. Ja, was macht man jetzt, wenn es im Sommer draußen warm ist? Und dann ist ja automatisch hier in den Schränken auch alles so ein bisschen warm. Ideal wären tatsächlich 10 Grad, dennoch aber nicht im Kühlschrank, weil der Kühlschrank zu feucht ist. Deshalb mache ich so, dann nimmt man das halt in Kauf, dass es im Sommer halt ein bisschen wärmer ist. Ich mache es so, dass ich sie entweder in so einem Standseier mit Löchern oder in so einer Kiste mit Löchern, findet ihr im Bürobedarf, dass ich sie da lagere, damit sie auch genug Luft bekommen. Und dann gebe ich sie ganz einfach in den Schrank, dass es auch schön dunkel ist und ein bisschen kühler, als wenn sie jetzt hier irgendwo auf Oberflächen stehen. Also deswegen auch hier dieses Netz. Genau. Die Supermärkte lagern ja auch von vornherein alles schon richtig. Und das waren meine 8 Tipps, die allererste Folge Kikis Kitchen Hacks. Das war eine Basic-Folge. Falls ihr weitere Tipps und weitere Folgen sehen möchtet, dann hinterlasst mir unbedingt Feedback, damit ich auch weiß, ob euch das interessiert oder auch nicht. Und schreibt mir auf jeden Fall, was ihr aus diesem Video mitgenommen habt und was ihr schon kanntet. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn die 2. Folge auch bald kommt. Und wenn ihr diesem Video ein kostenloses Abo hinterlasst, dann verpasst ihr nämlich auch nichts mehr. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video, ob es dann ein Rezept ist, ein Vlog oder eine neue Folge Kikis Kitchen Hacks. Das bleibt noch im Verborgenen. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Tschüss, eure Kiki.